Heute ist es endlich soweit. Wir fliegen nach New York. Wir sind Isa und Benny. New York City steht schon sehr lange auf unserer Bucketlist. Und was wir hier erleben, seht ihr in diesem Video. Wir sind in New York. Gestern sind wir sehr spät in der Nacht angekommen. Wir sind eigentlich schon um 8 Uhr gelandet, aber es hat dann mehr als 2 Stunden gedauert, bis wir den Flughafen verlassen konnten. Und in Summe war es dann fast 4 Stunden von der Landung bis zum Hotel. Weil wir sind auch noch 1,5 Stunden mit Zug und Metro gefahren. Genau, heute starten wir unseren ersten Tag hier in New York und lasst euch überraschen, was jetzt auf euch zukommt. Das erste Observation Deck, das wir besuchen, ist gleich mal das Empire State Building. Jetzt gerade sind wir im 80. Stockwerk, das ist eine reine Indoor-Aussichtsplattform. Aber jetzt nehmen wir euch mit in den 86. Stockwerk. Direkt neben dem Madison Square Park liegt das Flatiron Building, das vor allem aus Film und Fernsehen bekannt ist. Berühmt ist es durch seine dreieckige Form, die entfernt an ein Bügeleisen erinnert, und an der spitzesten Stelle vorne ist das Gebäude nur 2 Meter breit. Shake Shack gibt es in New York an gefühlt jeder Straßenecke. Wir sind gerade im Madison Square Park und hier gibt es den ersten Verkaufskiosk. Wir werden jetzt mal testen, ob es wirklich so gut ist. Falls ihr so wie wir Harry Potter Fans seid, dann empfehlen wir euch den Besuch vom Harry Potter Store in New York auf jeden Fall. Über 2 Stockwerke verteilen sich tausende von Fanartikeln und ein Besuch zahlt sich auf jeden Fall aus. Hier gibt es jede Menge zu entdecken. Und es gibt sogar Original Butterbier. Ja. Außerdem werden wir uns auch noch das Theaterstück, nämlich Harry Potter and the Cursed Child, am Broadway ansehen. Auch im komplett durchgeplanten Sightseeing-Urlaub müssen einmal zwischendurch Pausen gemacht werden. Wir sitzen jetzt hier im Bryant Park und trinken den ein oder anderen Cocktail und lassen es uns gut gehen. Wir nehmen jetzt heute die nächste Aussichtsplattform in Angriff, und zwar sind wir bei The Edge. In den unteren Stockwerken gibt es ein Einkaufszentrum, durch das wir gerade durchschlendern, und jetzt geht es dann gleich nach oben. Die Edge ist relativ neu. Es wurde erst 2019 eröffnet und ist die höchste Aussichtsplattform in der westlichen Hemisphäre.
Außerdem hat es ein einzigartiges Design. Die Glasböden vermitteln einem nämlich den Eindruck, dass man direkt auf den Straßen von New York steht, nur in über 300 Metern Höhe. Die Edge befindet sich in Hudson Yards. Das ist ein relativ modernes und neues Stadtviertel. Und nicht nur die Aussichtsplattform ist hier sehenswert, sondern zum Beispiel auch der Vessel. Der Vessel ist ebenfalls ein neues Gebäude und wurde auch 2019 eröffnet. Es ist ein wirklich eindrucksvolles Kunstwerk und hat 16 Stockwerke und 2500 Stiegen. Leider ist es jetzt nicht mehr möglich, das obere zu erreichen. Da sich hier einige Leute das Leben genommen haben, kann man es nur mehr vom Erdgeschoss aus bewundern. Wenn ihr den Tag in Hudson Yards verbringt, müsst ihr euch unbedingt auch die High Line ansehen. Ursprünglich war das ein über der Straße gelegenes Güterverkehrsnetz, das später zu einer Parkanlage ausgebaut wurde und auf dem man nun ca. 2,3 Kilometer entlang spazieren kann. Die High Line ist auf jeden Fall einen Spaziergang wert, weil man dem Trubel der New Yorker Straßen etwas entkommt und ein bisschen durchs Grüne geht. Der Chelsea Market ist eine Lebensmittelhalle, ein Bürogebäude, eine Fernsehproduktionsstätte und vieles, vieles mehr. Der Komplex nimmt einen ganzen Wohnblock ein und ist wirklich, wirklich riesig. Ursprünglich war es eine Fabrik, wo der Oreo-Keks erfunden und hergestellt wurde. Heute ist der Komplex im Besitz von Google. Wir haben uns jetzt was zu essen geholt, weil hier ist die Auswahl wirklich riesig groß und sehr empfehlen können wir Very Fresh Noodles. Südlich von Chinatown, im Westen durch den Broadway und im Osten durch den East River begrenzt, liegt der Gerichts- und Verwaltungsbezirk New York, der Civic Center. Hier gibt es zahlreiche öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus. Die City Hall ist das älteste Rathaus in den USA, in dem tatsächlich noch eine Stadtverwaltung tätig ist. Allen Fans der Serie Friends können wir nur empfehlen, The Friends Experience in New York zu besuchen. Das kostet ungefähr 45 € pro Person und man kann die Wohnung sowohl von Monica und Rachel als auch von Joey und Chandler besuchen. Dumbo, nämlich Down Under the Manhattan Bridge Overpass, nennt man das im Hafen von Brooklyn entstandene Innenviertel mit seinen schönen Lofts und seinen noch schöneren Ausblick über Manhattan. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. Die Brooklyn Bridge ist die weltweit erste Hängebrücke mit Stahlseilen und sie war zum Zeitpunkt der Eröffnung 1883 auch die längste. Sie verbindet Brooklyn mit Manhattan, ist ca. 2 Kilometer lang und man kann auch zu Fuß darüber spazieren. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, den Brooklyn Bridge Park entlang zu spazieren, denn von jeder Ecke hat man einen tollen Ausblick auf die Skyline von Manhattan. In der Oreo-Keks erfunden. Und man kann auch zu Fuß darüber spazieren. Zu Füßen. Und hier ist der erste und ursprüngliche Shake Shack Stand. Shake Shack Stand. Das ist auf jeden Fall trotzdem einen Besuch wert, weil das auch bekannt ist. Bomb Squad, hast du gesehen? Ich sehe es nicht. Oh, Was war das? keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen so genau. Nur in über 300 Metern Höhe. Wirklich? Ja, 335. Okay, nochmal. In über 300 Metern Höhe. Oh, meine Hand schläft ein.